Willkommen beim Meilencoach und der 21. Auflage meiner monatlichen Meilen- und Punkte-News. Diesen Monat hat es Lufthansa perfekt gemacht. Die italienische ITA Airways ist jetzt Teil der Lufthansa Group. Was das für uns Meilensammler und Vielflieger bedeutet, erfahrt ihr hier sogleich. Zudem gibt es einige spannende Deals beim Sammeln von Punkten und Meilen bei Hotels und bei American Express, auf die ich hier im Anschluss detailliert eingehe. Auch habe ich wieder einige tolle Prämienflüge für euch in der Langstrecke Business und Premium Economy Class gefunden, die es in sich haben. Ich bewerte euch diese Angebote eindeutig mit ihrem Gegenwert in Euro je 1000 Meilen. Zudem habe ich auch einige Lockvögel oder Fake-Angebote identifiziert. Auch darüber berichte ich kurz, damit ihr damit keine Zeit verschwendet. Viel Spaß und gute Erkenntnisse mit diesem informativen wie kompakten Video. Die größte Neuigkeit ist der Zugang von ITA zur Lufthansa-Gruppe. Der italienische National Carrier fungiert seit 2020 unter diesem Namen als Nachfolgerin der legendären und unter Vielfliegern berüchtigten Alitalia. Mit fast 100 Airbus und vielen Zielen in Italien, Europa, Amerika, Südamerika und Afrika verstärkt die italienische Airline das Netz der Lufthansa. Ab sofort können wir auf den Flügen der ITA Meilen, Points und Qualifying Points sammeln. Zugang zu den ITA Lounges erhalten Inhaber von ITA Business Class Tickets natürlich sofort und Statuskunden von Miles & More ab Sommer 2025 ebenfalls. ITA soll bis Ende April SkyTeam verlassen und ab 2026 der Star Alliance beitreten. Das Bordprodukt in der modernen Langstreckenflocke sieht auf den Bildern vielversprechend aus, habe ich aber persönlich noch nicht getestet. Was sind da eure Erfahrungen? Ich freue mich da über eure Kommentare. Green Fares. Wenn man sich entschließt, bei der nächsten Buchung das grüne Angebot der Lufthansa zu wählen und den teureren Green-Tarif wählt, dann unterstützt man nicht nur ökologische Projekte, sondern man erhält auf Europastrecken auch 20% mehr Points und Qualifying Points. Auf den Interkontinentalstrecken sind es dann immerhin noch 10% mehr Points und Qualifying Points. Analog gilt das auch für Horn Circle Points. Mit dem Angebot der Merit-Gruppe kann man im Schlaf bis zu 12 Meilen je ausgegebenen US-Dollar sammeln. Dies gilt für Buchungen im Februar 2025 und für Reisen bis zum 30.04.2025. Dafür muss man zum einen die Buchung über die Miles & More Seite vornehmen, eine Miles & More Kundennummer eintragen, sich auf die Hotelseite von Merit weiterleiten lassen und alle Cookies akzeptieren. Ein lohnendes Angebot für alle diejenigen, die keinen Status bei Merit Bonvoy anstreben. Spannend ist auch das Angebot von Hotels & Cars, die ebenfalls Hotels in aller Welt anbieten und mit hohen Meilengutschriften locken. Vorteil hier: Man ist nicht auf das Angebot von nur einer Hotelkette angewiesen, sondern findet ein ähnliches Angebot wie bei anderen großen Buchungsplattformen auch. In meinem Beispiel erhält man 12-fache Meilen für eine Hotelbuchung. Ist man bereit, einen höheren Preis unter dem Motto „Maximieren Sie Ihre Meilen“ zu zahlen, gibt es hier sogar 16-fache Meilen. Das kann sich absolut lohnen. Schauen wir uns das Angebot am Kreditkartenmarkt an. Hier sticht die American Express Gruppe hervor. Als Neukunde der Gold Card erhält man 40.000 Membership Rewards Punkte, wenn man in den ersten 6 Monaten einen Umsatz von 6.000 Euro mit der Karte erzielt. Als Bestandskunde, der zum Beispiel von der grünen auf die Goldkarte upgradet, erhält sogar 15.000 Membership Rewards Punkte geschenkt, wenn der die gleichen Umsatzziele erreicht. Kostenpunkt 12 Euro pro Monat. Entschließt man sich sogar zur Platinum-Karte, gibt es für Neukunden stolze 75.000 Membership Rewards Punkte, die sich zu zahlreichen Airlines in ca. 60.000 Meilen umwandeln lassen. Umsatzziel mit der Karte: satte 13.000 Euro in den ersten 6 Monaten. Als Bestandskunde erhält man für das Upgrade zu Platinum sogar 85.000 Membership Rewards Punkte. Diese Umsatzziele müssen aber genauso erreicht werden. Ein tolles Angebot, wenn man bedenkt, dass dies schon einem Business-Class-Flug mit einer renommierten Airline entspricht. Kostenpunkt für die Platinum-Karte 60 Euro pro Monat. Hier sind aber zahlreiche Paybacks und Vorteile inkludiert. Die spannendsten Meilendeals im Februar ab Deutschland sind 6 Langstreckenziele in der Business Class der Swiss und der Discover Airlines nach Washington, Montreal, Toronto und nach Calgary, sowie 2 Premium Economy Flüge mit der Swiss nach Seoul und Shanghai. Gerade auf den Langstrecken bekommt man normalerweise ein besonderes Bordprodukt und im Normalfall den besten Gegenwert für seine Meilen. Wie immer liegt der Teufel aber im Detail. Leider ist es zur Unsitte geworden, dass nur wenige Verfügbarkeiten für diese Flüge zu finden sind, speziell wenn die Swiss im Spiel ist. Aber schauen wir uns diese Angebote im Einzelnen an. Nur bei mir erfahrt ihr den genauen Gegenwert eurer Meilen und eine klare Empfehlung für oder gegen eines dieser Meilentickets.
Beginnen wir mit der schönen kanadischen Stadt Montreal, mit der man theoretisch ab 15.05. bis 30.06.25 zum halben Tarif in der Business Class fliegen darf. Und tatsächlich habe ich gleich Verfügbarkeiten ab Mitte Mai, sogar ab München gefunden. Man könnte beispielsweise am 15.05. hin und 22.05. wieder zurück. Geflogen wird auf der Langstrecke im A330 der Swiss. Der Aufenthalt in Zürich ist relativ kurz. Man kann zwischen allen 3 Swiss-Buchungsklassen wählen. Mit günstigen 55.000 Meilen und teuren 1.030 Gebühren ist man an Bord. Lohnt sich das? Und wie? Man spart so gegenüber einem gekauften Flugticket 2.132 € und erzielt somit den hervorragenden Gegenwert von 38 € je 1.000 Meilen, bzw. 3,8 Cent je Meile. Das lohnt sich wirklich. Anders sieht es mit Business-Class-Flügen nach Washington DC aus. Konnte ich letzten Monat noch günstige Verfügbarkeiten finden, war dieses Mal meine Suche ergebnislos. Ab Berlin konnte ich zwar Swiss Business Class Flüge finden, aber nur zum Volltarif, obwohl alle Voraussetzungen für ein Meilenschnäppchen gegeben waren. Das ist entweder ein Bug oder ein plumper Lockvogel, jeweils keine Werbung für Miles & More. Möchte man die kanadischen Rocky Mountains erkunden, dann bietet sich ein Prämienflug nach Calgary an. Ab München kann man mit Discover Airlines direkt in die kanadische Wintersportstadt reisen. Prämientickets gibt es zum Beispiel am 25.05. hin und am 9.06. zurück. Geflogen wird im A330-300. Kostenpunkt 55.000 Meilen und 985 € Gebühren. Macht das Sinn? Ja, absolut. Man spart 1.748 € und erzielt den sehr guten Gegenwert von gut 31 € je 1.000 Meilen. Kann man auf jeden Fall machen. Frustrierend war leider die Suche nach Prämientickets in der Swiss Premium Economy nach Seoul, Südkorea. Weder ab Deutschland noch ab der Schweiz gab es Tickets. Was hat sich Miles & More gedacht? Absolut unverständlich und irritierend. Etwas besser sieht es mit Prämientickets der Swiss Premium Economy nach Shanghai aus. Ab München wurde ich sogar fündig, aber nur zum Volltarif von 105.000 Meilen und 555 €. Das macht wenig Sinn und ist nicht als Meilenschnäppchen nachvollziehbar. Ist man aber flexibel und reist ab Zürich, dann sieht es deutlich besser aus. Direkt am 15.05. kann man in der Swiss Premium Economy nach Shanghai abheben und eine Woche später zurückfliegen. Zum Einsatz kommen hier recht alte A340-300. Mit 55.000 Meilen und 534 Schweizer Franken ist man dabei. Lohnt sich das? Und ob? Man spart gegenüber einem gekauften Ticket fast 2.900 Schweizer Franken ein und erzielt den Spitzengegenwert von fast 53 Schweizer Franken je 1.000 Meilen. Hammer! Österreichische Meilenjäger oder Deutsche, die den Weg nicht nach Wien scheuen, haben zusätzlich auch das Angebot, nach New York und nach Shanghai mit der Austrian zu fliegen. Ist das amerikanische Ziel wieder ein Rohrkrepierer ohne Verfügbarkeiten, gibt es mit der Austrian nach Shanghai durchaus vergünstigte Prämientickets. Zum Beispiel gleich am 15.05. hin und 22.05.25 zurück kann man an Bord einer 777-200 dabei sein, wenn man 55.000 Meilen und 456 € in Gebühren zahlt. Sollte man das machen? Bedingt. Die Austrian ruft deutlich humanere Preise auf als die Swiss, sodass man gerade nur 773 € mit dem Prämienticket einspart und daher den mittelmäßigen Gegenwert von 14 € je 1.000 Meilen erzielt. Besser seine Meilen für einen anderen Flug aufheben. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann freue ich mich über dein Abo, deinen Daumen nach oben, deinen Kommentar und vielleicht sogar über deine Kanalmitgliedschaft. Bei mir wirst du regelmäßig über spannende Neuigkeiten bei Miles & More informiert, bekommst exklusive Hintergrundinformationen aus der Luftfahrt, kannst mit mir auf anschauliche und unaufgeregte Weise das Bordprodukt interessanter Airlines erleben und schon mal Vorfreude für deinen nächsten Flug aufbauen. Außerdem kannst du mit mir zu spannenden Zielen reisen, wo ich dir Einblicke gebe, die du nicht in den klassischen Reiseführern oder Blogs findest. Demnächst starte ich auch eine Japan-Serie und sage dir, was du auf einem Stopover in Doha so machen kannst. Wenn du so reisen willst wie ich, aber keine Zeit und Nerven für eine ausgiebige Recherche hast, dann lass dich von mir für ein faires Honorar coachen. So wie viele andere zufriedene Reisefans vor dir. Herzliche Grüße vom Meilencoach.